Wir sind hier in einem der Außenlager des Landesmuseums mit Tausenden von Funden. Und hier ist unser anthropologischer Untersuchungsraum. Und Herr Kollege Orschid untersucht hier das Skelett der Schamanin von Bad Dürnberg. Der Grund, warum wir das genau untersuchen, ist, wir wollen etwas über ihr Leben herausfinden und ihr Sterben. Wir wollen herausfinden, warum sie vielleicht eine Schamanin ist, ob es dafür auch körperliche Anhaltspunkte gibt. Und vor allem wollen wir wissen, ob sie gesund war, wie groß sie war, ja, wie sie gelebt hat, wie sie gegessen hat und vieles andere. Und ein Punkt ist die forensische Anthropologie, die klassische Anthropologie neben der Genetik. Und damit beschäftigen wir uns und wir sind ganz gespannt, was Herr Professor Orschid herausfindet, ob er nun die Todesursache beispielsweise klären kann. Ja, hallo Jörg, hallo. Schön dich zu sehen. Ja, hier haben wir die berühmte Bestattung oder das Skelett von Bad Dürnberg. Ja, wenn wir uns jetzt das mal von oben anschauen, das Besondere waren doch hier die Zähne, glaube ich, nicht? Der Schädel ist ja fantastisch erhalten. Genau. Also wir haben ja die beiden Zähne, Frontzähne mit den beiden Öffnungen der Nervhöhle. Und wir haben natürlich hier das Hinterhauptloch. Ne? Das sind diese zwei Dinge, die bei dem Stück wirklich relevant sind. Ja, die Zähne sind ja eigentlich fantastische Qualität, also sind unheimlich gut erhalten, da fehlt kein Zahn. Die hatte also sehr gesunde Zähne, was für eine Jäger- und Sammlerin natürlich normal ist, weil die ja keinen Zucker essen. Nicht? Also wir haben ja nur schlechte Zähne wegen Zucker und Ähnlichem. Also die hat ja gute Zähne, aber das ist ja merkwürdig, diese beiden praktisch abgefeilten Zähne. Wie kommt denn das zustande? Ist es dritte Hand, dass man etwas benutzt, oder ist es absichtlich abgefeilt? Also es kann eigentlich nicht durch eine natürliche Benutzung zustande kommen. Weil was passiert, wenn die Zähne sich abschleifen durch natürlichen Gebrauch oder eben auch durch Werkzeugbenutzung oder zum Beispiel beim Lederkauen oder bei anderen Dingen, dann bildet sich Sekundärdentin. Und das heißt, die Nervhöhle verschließt sich automatisch. Ja. Also der Zahn reagiert. Und das ist hier nicht der Fall. Das heißt, es muss so schnell gegangen sein, dass der Zahn keine Möglichkeit hatte, Sekundärdentin zu bilden. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwas kau, immer Leder oder so, wie Eskimo-Frauen, dann bildet sich der Zahn immer nach und verschleißt sozusagen nicht. Richtig. Und das ist schnell, aber das muss ja dann, wenn ich das sehe, so gegangen sein, dass man eine mini-schmale Feile hatte und die Zähne einzeln abfeilte, ohne die anderen zu beschädigen. Also die Vermutung ist wirklich die, dass die Zähne manipuliert sind. Das heißt also, dass man hier Material weggenommen hat, mit was auch immer. Also es muss irgendwie so schnell gegangen sein. Man sieht allerdings auf den Oberflächen keine Arbeitsspuren, keine Riefen, keine Schleifspuren. Es ist völlig glatt. Aber wie gesagt, die Nervhöhle ist offen. Und das heißt, das Blut ist auch raus, sodass der Zahn nicht schwarz wurde? Ja, wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Zähne nicht schwarz geworden sind, weil es eben auch so schnell ging, dass das Blut ablaufen konnte. Das muss ja eigentlich dann immer Entzündungen verursacht haben, nicht? Hat es. Also es gibt Entzündungsspuren hier vorne am Oberkiefer. Also hier sind so feine Porositäten, die ganz klar auf eine Entzündung hindeuten. Aber so eine Entzündung am Kopf ist ja gefährlich. Könnte es sein, dass die Schamanin daran gestorben ist? Also das wäre möglich, wenn das Ganze hier über die Nebenhöhlen dann in den Blutkreislauf kommt. Hier vorne ist es noch nicht so weit fortgeschritten, dass es also wirklich lebensbedrohlich wäre. Es ist mit Sicherheit extrem schmerzhaft und extrem unangenehm. Also die Todesursache ist wahrscheinlich was anderes. Es ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Aber das muss ja ungeheure Schmerzen verursacht haben. Absolut, ja. Also und aber wann wurde das gemacht? Nicht, wurde das jetzt vor kurzer Zeit gemacht oder wurde das in der Kindheit schon gemacht? Das muss relativ früh gewesen sein, ja, im jugendlichen Kindheitsalter. Irgendwo in dieser Zeit muss das passiert sein. Es erinnert aber sehr stark an so Rite Passage, an so Übergangsriten, dass man sozusagen Schmerzen erzeugt, um sich an etwas zu erinnern, um eine besondere Person zu kennzeichnen. Das ist möglich, ja. Das ist möglich, dass es damit was zu tun haben könnte. Aber wie gesagt, es gibt das Mesolithikum wenig Parallelen für so etwas.
Ja, aber im modernen Afrika, nicht Mursi, die feilen sich die Zähne, um so Leopardenzähne zu haben. Also es gibt die verschiedensten Dinge, aber man sieht es ja nicht von außen. So das ist heißt, das war So eine ist es. Initiation und etwas, was nicht wichtig war, dass man es von außen sieht, sondern was für die Person wichtig ist. Genau. Und diese permanenten Schmerzen scheinen sozusagen intendiert zu sein. Das Interessante daran ist tatsächlich, dass man es von außen wirklich nicht sieht. Es ist so gemacht, dass der Zahn von außen völlig intakt wirkt. Aber wenn man von innen schaut, sieht man, wie der schräg nach innen abgeschliffen ist. Also das heißt, man erzeugt eine doch relativ schwere Verletzung am Zahn, die permanent Schmerzen verursacht, die sich immer wieder entzünden kann, die auch im Grunde lebensgefährlich werden kann. Und das muss ja einen Grund haben, nicht? Und das ist ein kulturelles Phänomen. Und das ist erstmal zu konstatieren und spannend und macht die Frau zu etwas Besonderem. Wenn ich aber jetzt das sehe, dass sich hier am Hinterhauptloch noch eine Ausbuchtung hat für eine Ader oder für etwas, das ist ja auch ungewöhnlich, nicht? Das gibt ab und zu solche Unregelmäßigkeiten am Hinterhauptsloch. Das sind so Aderimpressionen, also Gefäßimpressionen. Ist an sich gibt kein Problem normalerweise. Aber hier kommen ja noch andere Befunde dazu, die eben zeigen, dass eben zum Beispiel mit dem ersten Halswirbel, dass der unvollständig ist. Der ist ja nicht komplett ausgebildet, der hat ja nur so ein... Also ein kinetischer Defekt. Genau, so ein Bogen, der normalerweise vorhanden wäre, da ist ja nur so ein kleiner Zapfen vorhanden. Wenn man das jetzt aufsetzt, sieht man also sehr deutlich, wenn der Kopf sich bewegt, vor allem nach hinten bewegt, dass dieser kleine Arm, der hier noch vorhanden ist, genau an der Stelle endet, wo dieses Blutgefäß eindrückt. Das heißt, praktisch auf das Blutgefäß drückt. Bei einer Bewegung des Kopfes nach hinten würde dieses Blutgefäß abgeklemmt werden. Das heißt also, das gibt dann irgendwelche Reaktionen, nicht? Das könnte Reaktionen geben, genau. Und dann kommt jetzt eben noch dazu, dass wir hier den zweiten Halswirbel haben, der jetzt bei den Neufunden aufgetaucht ist, also bei der Neugrabung, die zusammengehören und der ebenfalls eine Anomalie zeigt, nämlich hier so einen Buckel, der sich hier an dem Ast gebildet hat. Und der verhindert bei einer Seitendrehung, würde der das Gefäß auch einklemmen. Das heißt, wenn man nach hinten schaut und zur Seite, wird das Gefäß zweimal eingeklemmt. Einmal direkt am Hinterhauptloch und einmal durch den zweiten Wirbel. So ist es. Wird es zweimal geklemmt und das könnte dann die verschiedensten physiologischen Reaktionen erzeugen. Genau. Welche Reaktionen gibt es denn da? Das wissen wir noch nicht genau. Das wird jetzt gerade klinisch untersucht. Wir sammeln gerade Daten. Ja. Es gibt immer wieder Anomalien in der Halswirbelsäule, gerade am ersten Halswirbel. Und da werden gerade Daten gesammelt und wir versuchen der Sache ein bisschen näher auf den Grund zu gehen. Und da gibt es aber, mir hat ein Mediziner erzählt, da gibt es die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Augen so auf und ab rasen, also eine ganz unheimliche Erscheinung. Und das wird gerade geprüft, aber das wäre, sagen wir mal, sehr auffällig und beunruhigend, weil man das ja bewusst nicht erzeugen kann, dass die Augen so flattern. Genau, es ist eine der Möglichkeiten, dass sowas passiert. Es ist rein theoretisch auch möglich, dass nichts passiert, aber es scheint so zu sein, dass hier einige Dinge zusammenkommen. Und wir versuchen jetzt rauszubekommen, wie wirkt sich das, also anhand der klinischen Daten, bei Patienten aus? Was passiert mit denen? Also wie sieht das auch aus, wenn die solche Ausfallerscheinungen haben? Wir wissen, dass es da verschiedene Dinge gibt, von einem unangenehmen Kribbeln bis hin zu wirklich auch Ausfallerscheinungen, weil eben bestimmte Teile des Gehirns unvollständig zeitweise nicht mehr versorgt werden. Ja, aber wenn man so, ich glaube, Nystagmus heißt das, wenn man so eine Augenrotation hat, also so Augen flattern, dann sieht man das Weiße in den Augen, das ist ja nun sehr, sehr unheimlich. Und ich meine, wir haben es ja hier mit einer völlig einzigartigen Bestattung zu tun. Und es könnte ja sein, dass das doch einen medizinischen Grund hat. Wir haben die Bestattung wurde immer mit Schamanismus verglichen. Da kann man lang drüber diskutieren, was Schamanismus ausmacht. Aber bei sibirischen Schamanen zum Beispiel sind es ja häufig auch kranke oder besondere Personen, die etwa epileptische Anfälle, Ähnliches haben, nicht? Was ja gar nicht als Krankheit gedeutet wird, sondern als Zeichen. Und zusammen mit dieser bewussten Manipulation an den Zähnen in der Kindheit könnte das ja darauf hindeuten, dass die Bestimmung der Person vielleicht schon früh erkannt wurde und mit dieser
Einschränkung zusammenhängt. Genau. Nicht? Also das wäre zumindest meine Hypothese, die erklärt, warum wir hier so ein besonderes Grab haben. Und du hast das Grab untersucht, wenn ich es richtig sehe, hast du auch festgestellt, dass bei diesem Grab ja, andere Besonderheiten sind. Das sind zum Beispiel Mesolithiker eigentlich Menschen, die draußen leben im Freien, die Jäger und Sammler sind, die muskulös sind, die sportlich sind, die sich ja natürlich ernähren, die also total fit sind aus heutiger Sicht. Und die, hattest du mir erzählt, hat relativ schwache Muskelausprägungen. Das heißt, es war eine Person, die mehr saß, die sich vielleicht wie wir, die sich weniger bewegt hat, nicht? Die vielleicht es gar nicht nötig hatte, an Jagden teilzunehmen. Und woran sieht man denn das hier am Skelett? Also wir haben verschiedene Dinge. Wir haben zum einen, der Körperbau dieser Person ist relativ grazil. Das heißt, die Knochen sind nicht besonders massiv ausgebildet. Das sieht man zum Beispiel hier am Oberarm, der ist relativ dünn. Auch der zeigt wenig Muskelansätze. Aber bei Jäger und Sammlern ist es vor allen Dingen die untere Extremität, die da normalerweise sehr stark ausgebildet ist. Wenn man sich zum Beispiel den Unterschenkel anschaut, das sind ja nur Leute, die sehr viel laufen, die also extrem viel unterwegs sind. Und wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass gerade die Beinmuskulatur natürlich sehr, sehr stark entwickelt ist. Und wir kennen Beispiele, wo das auch eindeutig der Fall ist. Also ein solcher Unterschenkel wie hier lässt darauf schließen, dass diese Person sich nicht besonders intensiv in der Landschaft bewegt hat. Das heißt also, sie ist nicht ständig gelaufen. Was auch auffallend ist, ist, dass sie ist ja noch vergleichsweise jung, also sie ist irgendwie in den 30ern wohl gestorben. Und man sieht hier an der Wirbelsäule schon durchaus Abnutzungserscheinungen. Das heißt also hier zum Beispiel im Übergang Lendenwirbel, Brustwirbelsäule, aber auch hier im Bereich der Brustwirbelsäule abschnitthaft so leichte Randwulstbildungen. Das heißt also, der Rand der Wirbelsäule ist verändert, die Zwischenwirbelscheibe hat sich abgebaut und die Wirbel beginnen miteinander Kontakt zu bekommen. Das heißt, es ist eine degenerative Erscheinung. Das lässt darauf schließen, dass sie wahrscheinlich relativ viel mit dem Oberkörper gemacht hat, aber nicht unbedingt stark körperlich belastet war. Und kann man denn eine Todesursache feststellen, wenn es die Zähne nicht waren? Denn das Gebiss schaut ja ansonsten fantastisch aus, die schaut eigentlich auch gesund aus, man sieht nichts. Ja, wahrscheinlich irgendeine Todesursache, die man nicht an den Knochen ablesen konnte. So ist es, genau. Und es ist so, dass auch bei dieser Person keinerlei Arthrosen oder sonstige Veränderungen der Gelenke vorliegen. Die Gelenke sehen aus quasi wie neu, mit Ausnahme hier der Wirbelsäule. Da ist also überhaupt nichts dran, wo man sagen kann, also sie ist in irgendeiner Weise schwer krank gewesen und hat eine starke körperliche Belastung gehabt. Also sie ist in einem sehr guten Gesundheitszustand. Es sind keine Entzündungen zu erkennen an den Knochenoberflächen, die ja auch sehr gut erhalten sind. Ja? Also das müssten wir sofort sehen eigentlich, aber da ist nichts. Das ist ja erstaunlich. Ich meine, die Person ist jetzt 9000 Jahre alt So und die Knochen sind perfekt erhalten. Sehr, sehr gut erhalten, ja. Die Beschädigungen, die wir sehen, sind wahrscheinlich auf die Entdeckung zurückzuführen. Das heißt, sie ist natürlich in einem kalkreichen Sediment gelagert und deshalb ist sie wahrscheinlich so gut erhalten. Sie ist also nicht jetzt irgendwie abgebaut oder ähnliches. Also ein fantastischer Befund. Also ich fasse zusammen, sie ist relativ jung gestorben, in den 30ern. Wir wissen nicht, woran sie gestorben ist. Sie hat in ihrer Kindheit eine schmerzvolle kulturelle Prozedur durchmachen müssen, indem man ihr die Zähne geöffnet hat, und zwar die beiden oberen Frontzähne, und zwar so geöffnet hat, dass das Blut schnell rausstürzt, dass die sich nicht schwarz verfärben und dass man es aber von außen nicht sieht. Also es ging um die internen Schmerzen, die man dort hat, die immer wieder auftreten mit Entzündungen sicherlich. Sie selbst war eine auffällige Person wahrscheinlich in ihrer Kindheit, weil sie durch einen zufälligen Defekt von Hinterhauptloch, von ersten Wirbel und zweiten Wirbel in der Kombination, was wahrscheinlich sehr selten vorkommt, wahrscheinlich sichtbare Phänomene entwickelte, wie möglicherweise Augenflackern und ähnliches, was beunruhigend ist und was man normalerweise bei Menschen nicht sieht. Und sie war aber keine aktive Jägerin,
sie lief nicht sehr viel, sondern sie saß mehr, hat aber relativ viel mit dem Oberkörper gemacht, konnte natürlich laufen, aber das war nicht notwendig. Das heißt, sie wurde von der Gemeinschaft versorgt und trug zumindest wahrscheinlich jägerisch nicht sehr vieles zur Gemeinschaft bei. Was mir nur ein wichtiger Aspekt ist, die Nachgrabungen haben zwar nicht viele Knochen ergeben, aber doch einige ganz wichtige Knochen. Wenn ich sehe, dass der zweite Wirbel, der jetzt so wichtig ist für die Interpretation dieses Defektes und dieser Sonderstellung als mögliche Schamanin, dass der missgebildet ist. Und die ganzen anderen Wirbel, die wurden ja auch noch gefunden. Nicht? Genau. Also wir sind ja noch nicht ganz mit dem Fundmaterial durch. Und man sieht ja hier ganz deutlich, wenn man sich dieses Skelettschema anschaut, dass fast die gesamte Halswirbelsäule fehlt und der obere Teil der Brustwirbelsäule. Und wir sehen hier bei den Neufunden eigentlich sehr schön, dass wir genau diese Teile, die hier fehlen, auch zum Beispiel hier das Stück an der ersten Rippe, ja, das lässt sich auch perfekt ansetzen. Da sind Beschädigungen, die bei der Grabung entstanden sind, bei dem Auffinden des Skelettes, wie zum Beispiel hier in der Halswirbelsäule oder in der Brustwirbelsäule. 1934, da finden wir die Stücke, die da sozusagen abgeplatzt sind, die finden wir jetzt. Oder die damals übersehen wurden im Sand, die runtergefallen waren, die verlagert waren. Nicht? Die einfach 1934 in dieser einmaligen Aktion am Samstag war das, nicht gefunden haben. Gesehen haben, genau. Und die dann wieder in die Verfüllung kamen oder noch sich in der Grabgrube befanden. Und für uns ist natürlich... Was ist ja auffällig, dass dieses Bein hier fehlt. Das ist aber das Museum, denn in den 70er Jahren brauchte man noch sehr viel Material für die C14-Datierung. Und die wollten natürlich jetzt endlich mal wissen, wie alt das Skelett ist. Nicht? Denn das Skelett war ja immer umstritten. Anfangs haben Picker und Heberer, die das bearbeitet haben, sofort erkannt, dass es mesolithische Aspekte hat mit den Mikrolithen, also 10.000 Jahre alt sein muss vielleicht. Dann aber hat sie das Steinbeil irritiert, das bei Mesolithikern nicht vorkommt. Genau. Und am Ende haben sie das Grab, das sagen wir mal 7.000 vor Christus datiert, zu einem Grab gemacht einer Neolithikerin, das natürlich, oder eines Neolithikers sogar, die haben sogar das Geschlecht falsch gesehen, das etwa 2500 bis 3000 vordatiert. Das heißt, sie haben das Grab mal ohne Not 4000 Jahre jünger gemacht. Und das ist schon bemerkenswert, wegen dieser geschliffenen Steinaxt, die nur zum Neolithikum gehörte. Sie sahen aber die Tradition ins Mesolithikum durch die Mikrolithen. Nicht? Also, sie haben sie aber doch auch im Geschlecht getäuscht, nicht? Weil man hat das als Mann gesehen. Wie konnte denn ein Anthropologe wie der Heberer, das war ein bedeutender Archäologe, wie kann sich der so im Geschlecht täuschen? Ihr seid ja sicher, dass das eine Frau ist, die sogar relativ grazil ist. Also wie kam der auf die Idee, dass es ein Mann ist? Und die haben ja auch die genetische Bestätigung, dass sie eine Frau ist. Also es gibt ja keinen Zweifel daran. Der Schlüssel liegt wahrscheinlich daran, dass man sich damals dass man sehr stark in den 1930er Jahren auf Schädel fixiert war noch. Das heißt, man hat auch die ganze Geschlechtsbestimmung am Schädel gemacht. Und der Schädel weist tatsächlich ein paar Merkmale auf, die jetzt nicht unbedingt für eine Frau sprechen. Insgesamt schon. Aber es gibt so den einen oder anderen Aspekt, wie zum Beispiel die Form der Augenhöhle, die im ersten Moment dazu verleiten könnten, diese Person als Mann zu sehen. Und was natürlich ein unmittelbarer Grund war, weshalb man dieses Individuum männlich gemacht hat, war natürlich das Steinbeil. Das hat mit Sicherheit einen Rückschluss als Waffe gegeben und danach konnte das keine Frau sein. Man konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau eine Waffe hat, man konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau so ein Werkzeug hat, denn das Steinbeil ist ja, glaube ich, ist eher ein Dechsel quer geschäftet, mit dem man dann Holzarbeiten durchführt. Das konnte man sich für eine Frau nicht vorstellen. Nicht? Also das heißt, letztlich die kulturelle Interpretation hat die anthropologische Interpretation beeinflusst. Vermutlich, und das Becken hat man wahrscheinlich noch nicht angeschaut. Da hat man nicht so viel Wert darauf gelegt. Also wir sehen aber an den Beckenmerkmalen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das ist ganz eindeutig ein weibliches Individuum, wie gesagt, auch mit genetischer Bestätigung. Ja, also eine ganz aufregende Sache. Gibt es irgendwelche Knochenbrüche? Man hat ja bei Mesolithikern häufig durch den Kontakt mit großen Tieren, Auerochs oder so Knochenbrüche. Oder gibt es irgendwie Kindheitsverletzungen oder Rippenbrüche oder irgendetwas Auffälliges? Wir können alles Mögliche aus dem Mesolithikum, auch Gewalt und andere Dinge, nichts dergleichen. Also sie ist
körperlich bis auf die erwähnten Punkte vollkommen unversehrt. Also gesund gestorben. Sehr gesund gestorben, ja. Spannend. Ja, auch die Ernährungssituation, wir kennen ja auch die Isotopen für die Ernährungsrekonstruktion. Auch die sind so, dass man sagen kann, sie hat eine sehr proteinreiche Ernährung. Wir wissen ja generell... Also eine sehr hohe Trophieststufe, also ja, die hat praktisch überwiegend Fleisch und Fisch und so gegessen. Das können wir auf jeden Fall sagen, dass sie, was die Proteinzufuhr angeht, über die pflanzliche Nahrung wissen wir natürlich nicht so gut Bescheid, weil wir die nicht so gut nachweisen können. Aber wir wissen generell aus dem Mesolithikum, dass diese Menschen ja in einer Umwelt leben, wo sie wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Wir sind hier am späten Boreal, im Übergang zum Atlantikum. Wir haben hier eine sehr reiche Vegetation, eine sehr reiche Fauna. Also diese Leute waren sehr gut ernährt. Das können wir auch bei den ersten CT-Untersuchungen, die wir jetzt schon gemacht haben, auch sehen. Also die Knochendicke ist durchaus deutlich mächtiger als heute. Und dazu, um so etwas ausbilden zu können, braucht man eine sehr gute Ernährungsgrundlage, um ein solches Wachstum auszubilden. Also sie ist in einer wirklich idealen Umwelt und sehr gut ernährt und in einem sehr guten Zustand. Eigentlich, das muss man auch sagen, sind die deshalb so gesund und auch größer als die Bauern. Ne? Durchaus 10 bis 20 Zentimeter größer als die Bauern, weil sie letztlich so super ernährt sind. Nicht? Wir sehen das ja mit einer starken Fleischernährung beispielsweise in den USA oder bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg werden die Menschen deutlich größer. Das Phänomen haben wir hier. Und man muss auch sagen, eigentlich ernähren sich diese Jäger hier im Gegensatz zu den frühen Bauern ja völlig natürlich. Nicht? Sie ernähren sich so, wie Menschen als Teil der Natur sich ernähren. Und die Schamanin, wie sie hier liegt, ist die letzte ihrer Art. Nicht? Das ist der letzte Mensch in Mitteldeutschland oder einer der letzten Menschen, der vor den Bauern lebt, die ein völlig anderes Leben mit sich bringen, die produktive Wirtschaftsweise, wo sich aber auch die Ernährung ändert, wo die Brot essen, wo die Getreide essen, wo die dann natürlich, sage ich mal, die Zivilisationsernährung bekommen, wo sie sich die Zähne abkauen durch die Steinchen im Mehl, die von den Mahlsteinen kommen, wo sie natürlich durch diese umfangreiche Pflanzenernährung auch kleiner werden, auch, wie du richtig gesagt hast, schwächer, weil die Knochendichte abnimmt, wo sie auch nicht mehr laufen und so athletisch sind als Jäger, sondern hinterm Pflug 12 Stunden am Tag arbeiten und sich eher die Knochen ruinieren. Also das ist sozusagen in einer gewissen Weise aus einer rein biologischen Sicht die Abenddämmerung eines gewissen Paradieses, in dem der Mensch als Teil der Natur lebte, ohne kulturelle Trennung, in der Natur und Kultur in einer gewissen Weise vereint sind. Etwas, was wir heute interessanterweise in der Moderne philosophisch wieder anstreben. Nicht? Wir haben ja eine starke Trennung von Kultur und Natur in der abendländischen Philosophie. Und jetzt gibt es immer mehr, alle modernen Bewegungen, seine Bewegungen sozusagen beides wieder zu vereinen, bis hin zur Irrationalität, nicht? Auf die wir nicht hoffen. Wenn wir bei der Irrationalität sind und bei der Spiritualität, dann sind wir wieder natürlich beim Schamanismus, der Frau zugeschrieben wurde, mit gutem Recht, wie ich meine. Und hier haben wir natürlich etwas ganz anderes, als dann die Bauern haben. Hier haben wir natürlich die Idee einer jägerischen Religion, einer jägerischen Einbettung in ein tautogorisches Weltbild, also in etwas Allumfassendes. Nicht? Und das ist sehr, sehr spannend. Und deshalb ist es, finde ich, eine ganz berührende Geschichte, auch dieses Rätsel vor uns zu haben, diese Frau, die als reichste ihrer Art bestattet ist. Also diese Frau wirft eigentlich noch mehr Fragen auf als die Himmelsscheibe von Nebra, und das heißt ja was.